total komisch geträumt heute Nacht. Irgendwie was. Das war der Tag, bevor wir geheiratet haben. Und du warst so richtig dick. Also nicht wie ich, sondern so richtig. Also fett. Und dann habe ich gemerkt, dass du schwanger bist und gar nicht fett. Also schon fett, aber halt fett vom Schwangersein. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn die schwanger ist, dann kannst du ja auch Sex haben. Mit wem? Ich habe immer den Namen vergessen. Mit wem? Naja. Die hatte so ganz kurze Haare. War ziemlich hot. Mit wem? Du? Meinst du nicht, dass wir vielleicht Momo den Traum erzählen sollten? Weil vielleicht ist das sowas wie so wie ein Zeichen, dass du das Kind kriegen sollst. Vielleicht sollten wir es Momo nicht erzählen. Wieso? Ich finde es besser, wenn er ein gutes Bild von uns vermittelt bekommt. Ein gutes Bild von uns? Das war nicht ganz ernst gemeint, ne? Hi. Hi. Charlie. Und du Momo. Ja. Tag. Hi. Willkommen. Danke. Der werdende Papa. Nein, der werdende Samenspender. Sag mal, Zeig dir mal das Boot, komm. Katha weiß Bescheid, dass ich komme. Nee, das ist doch der Gag. Ey, komm, ich zeig dir mal. Wir haben sogar ein Klo. Warte, wie das ist der Gag? Ich hab toll Hunger. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe wirklich total Hunger. Verkneif dir. Klappt nicht. Und nu? Du gehst einkaufen? Nee, du. Du. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Was ist denn nun los? Verlässt du mich jetzt doch? Ich hab doch eingekauft. Gehen wir wieder hoch? Ja, was denn jetzt? Gott. Hey, Ah! viel Spaß. Und los geht die wieder. Ja, die ist jetzt weg. Genau, ihr könnt jetzt kommen. Junggesellenabschied!
Jetzt bist du uns ausgeliefert. Na, was schätze, wo fahren wir hin? Wo fahren wir hin? Keine Ahnung, nimm eure Pfoten weg. Na, wo geht's hin, mein Schätzchen? Geil. Die werdende Braut. Ja, alles klar. Lass bloß den Sack auf, ich bin sofort wieder da. Du bist Momo? Ich bin Momo, du bist... Tobi, ich bin der Du kleine solltest Bruder von der aufhalten, ich Katja. komm gleich. Klar. Komm hier lang. Jetzt wartest du hier mal. Ne? Das kennt. Für dich. Für sie, ne? Alles klar. Hey. Nee, geh weg. Komm, Charlie? Ah, zieh jetzt die Hose aus. mach du das. Mach das mal. Zieh die Hose aus. Was drunter? Ja. Stimmt. Hier. So. Hier, geil. Und Kann ich Sack das ab. abnehmen? Ja, kannst du abnehmen. Der dritte. Ein Wochenende auf dem Floß. Nur saufen, saufen, saufen. Und Junggesellenabschied. Yeah! Hey, yeah. Yeah! Ach, Foto, Foto. Hi, Hi. schön, dass du da bist. Ach, lass doch kurz mal drinnen. Lass doch erstmal ein Foto machen. Warum hast du den Momo eingeladen? Naja, dass ihr euch mal kennenlernt und dass der werdende Papa vielleicht auch mal hier... Wir wollten es extra nicht so privat haben, nicht irgendwie so persönlich. Wir wollten das extra nicht so privat haben. Jetzt komm, jetzt freu dich doch einfach mal und es wird ein super Wochenende. Es gibt keinen Papa. Wenn einer der... Es gibt keinen Papa. Ja, trotzdem wird es bestimmt nett und es ist cool, wenn ihr euch mal kennenlernt. Und hat dir die Nummer gegeben? Jana hat mir die Nummer gegeben und jetzt mal gechillt und wir machen jetzt mal ein Foto. Ha? Pimmelfoto! Pimmelfoto! Hier, ich gehe runter. Komm auch runter. Das ist schon ein bisschen Ihr pervers. seid ihr soweit? Ja. Du musst auch den Mund hinhalten. Momo, Momo, komm mal her. Ja, ja, ich bin da. Komm. So ist gut, aber Man hat irgendwie keinen Druck. in Einem Leim durch- durchziehen. Mann, Einfach so. ich hatte die Einweisung. Ich mach's doch jetzt. Lass mich doch einfach mal machen. Echt, ihr gebt mir. Na? Du, Charlie, ich würde dann mal den Grill anschmeißen, ja? Lass mich das mal machen, bitte. Ja, dann Jetzt warte doch mal. Ey, dann will ich aber fahren. So, das ist Charlie und Charlie und ich, wir kennen uns quasi seit immer so. Ihr kennt uns schon sehr lange. Ja, seit immer. Also seit wir 2 sind. 2. Das ist Tobi, mein Bruder. Ja, Das sieht man ja auch. Und, kleiner, ne? ja. Und das Ken, mein Arbeitskollege. Ken ist ein Arbeitskollege von dir? Ich bin der Arbeitskollege, ja. Okay. Und jetzt für euch, das ist Momo, unser Momo. Ja, ich bin Momo. Momo. Hallo Momo. Sag mal, Charlie, wie ist denn das jetzt, wenn ich mal auf Toilette muss? Mensch, Lulu ins Wasser, Kaka in die Box. Welche Box? Hier ist ein Flugzeug. Geil, wa? Geil. Ja, alles klar. Schön Privatsphäre hier. Lass mal hier durch. Hey, Es ist voll warm, es ist super schön. Wir gehen jetzt alle rein. Was ist? Kommst du auch mit rein? Nee, ich kann nicht so gut schwimmen. Wie? Ja, ist kein Scheiß. Ey, komm mit rein. Ich bin da dabei. Ja. Was passiert eigentlich, wenn man hier aufmacht?
Na komm, komm. Warte, Tobi, ich bin dabei. Komm her. Ihr wart zusammen auf der Schule, so meine ich. Vorschule sogar, ne? Na, eigentlich sind wir erst so richtig dicke, seitdem du Anne Bei Müller Anne Müllers, oh Gott, in die Schuhe das gekotzt war hat. geil. Und ich ihre Haare gehalten habe, weil sie hat es mich nicht... Da hat die liebe Kathi nämlich- Also Anne Müller, die war in unserer Klasse und die hat halt immer voll geile Partys gemacht. Die wo kommen denn die Eltern nochmal her? Die kam aus Schwaben und sie hatte den Schlüssel für den Schnapsschrank, Genau. wo so ganz edle So Obstbrände. Aprikosenzeugs und so. Und dann, Und da hat sich die liebe Kathi halt mal völlig dran übertrunken und hat es nicht mehr vor die Tür geschafft. Ja. Und alle mussten aber auch die Schuhe ausziehen, so im Eingangsbereich. Und dann hat sie voll in Anne Müllers Schuhe getroffen. und das Geile war aber, dass Anne Müller dann noch zur Tankstelle wollte, um Bier zu holen und dann in ihren vollgekotzten Schuhen zur Tankstelle. Ja. Sag mal, haben wir eigentlich nur Fleisch und Würstchen oder haben wir jetzt irgendwo auch noch Kartoffelsalat oder Gemüse? Gemüse. Charlie hat eine Gemüseintoleranz. Aber wie alt wart ihr da? 16 oder so. 12. Was? 12? Doch, 12. Guck mal, mit 14 hatte ich doch meine Alkoholvergiftung und du hast den Wagen von Frau Radomski gegen Ihr wart auf jeden Fall dran. Warte mal, was? Du sprichst Sie hat- das so weg. Ja, aber Wir haben ein Auto geklaut mit Ich habe 14. kein Auto geklaut. Du hast ein Auto geklaut? Ich habe kein Auto geklaut. Ich habe versucht, das Auto umzuparken, weil wir Frau Radomski eine Lehre erteilen wollten. Da bist du fast von der Schule gekommen. Meistgehassteste Lateinlehrerin unserer Schule. Urlaub war ich. 2 Wochen. 2 Du hast es Wochen. ja auf jeden Fall verdient. Aber da waren wir, glaube ich, älter. Da waren wir 16. Nein, oder da waren wir 14. Und eine kurze Zeit später hast du nämlich das Mädel aus der 6a geknallt. so. Das stimmt nicht. Das hast du erfunden. Wieso das denn? War mal, Stimmt, die waren das in hat meiner er Klasse, erfunden. oder was? Das hat er erfunden. Das war Echt? Na, 6b. Wie hießen oder die? so. Wer war das? Keine Ahnung. Wie hieß die denn? ernsthaft? Hä? Ernsthaft? Ja, wie die hieß. Es gab niemanden. Willst du mich verarschen? So ein Käse, ich habe Doch. das gar nicht erfunden. Du weißt genau, dass er es erfunden hat. Woher Nein! soll ich das wissen? Doch. Ach, du warst doch voll stolz drauf. Nee, er hat es nämlich erzählt, weil er mich küssen wollte und ich wollte nicht. Und dann war er nämlich beleidigt. Quatsch. Das Doch. glaube ich aber sofort. Natürlich so ein Scheiß. Du warst verliebt in meine Schwester, oder? Nein. Ja, klar. Wohl. Und noch krasser war, weißt du, Du musst es ja wissen. wo wir dich am Baum angebunden haben und vergessen haben. Das war voll Wie ein Baum gebunden und vergessen. Wir haben ihr ihn habt halt, vergessen. er hat halt voll genervt und dann haben wir ihn an einen Baum gebunden. Ich war Ja, 7,5, ja. Ja, aber dann haben wir ihn halt an einen Baum gebunden und dann hat er sich auch noch eingepinkelt und dann kam auch noch eine Schulklasse. Ich habe mich überhaupt nicht eingepinkelt. Das hast du damals schon gesagt. Das stimmt überhaupt nicht, Doch. dass ich mir in die Hosen gemacht habe. Und dann hatte ich die halbe Stunde Pipi-Mann gemacht. Charlie, Weil du den ganzen das erzählt Da hast. kommt wieder der Pipi-Mann. Ja, Das ist Geschwister. jetzt gut mit der Geschichte. Geschwister schonen sich nicht, ne? Ja, was denn überhaupt? Soll das Kind noch ein Geschwisterchen kriegen? Ist ein Geschwisterchen auch noch in Planung? Wollt ihr noch mehr? 2 oder was? Wir wollen überhaupt nichts Wir- miteinander. Eigentlich. Nee, also warte, wir. Das ist Katas Kind. Ernsthaft? Ja, keine Ahnung. Ist doch viel besser als 1, dachte ich. Es gibt einmal die ultrainterine Insemination. Intra- und uterine Insemination. Was? Intrauterine Insemination. Das ist doch so witzig. Ja, was meinst du damit? Na, da wird halt während des Eisprungs vom Mann Samen entnommen. Und dann wird Während der. des Eisprungs vom Mann? Nein. Während des Eisprungs vom Mann. Also nee, während des Eisprungs von der Frau. Wird vom Mann Samen entnommen. Ist bei dir schon mal ein Ei gesprungen? Nee, ne? Wann Bei soll ich mir das schon. jetzt- Okay, also Lass nochmal. uns mal kurz ausreden. Also Bitte. während des Eisprungs von der Frau wird vom Mann Samen entnommen. Ah. Das wird dann zentrifugiert und gewaschen. Und Gewaschen? Ja.
Wie bei Gold. Ja, Waschen. labortechnisch aufbereitet. Und die aktiven Viecher, Dinger, kommen dann zurück in die Frau. Mit so einer Kappe oder einer Spritze. Nicht zurück, sondern werden eingeführt. Oder es gibt halt auch noch eine andere, die Bechermethode, da, keine Ahnung. Wird gebechert und danach gevögelt. Nein, entschuldige. Ja, echt. Also die Bechermethode ist halt, es wird gewichst und reingeschüttet. Im Kopfstand. Quasi. Also, naja, eben nicht die. Nicht die Intra... Ja, wo eben nicht. Also wo kein Arzt... wo kein Arzt der ist quasi. kein Arzt beteiligt und der weißt du halt aber auch Spender nicht genau. kann es auch direkt. Genau, dann bist du Das heißt, du aber- machst es zu Hause, oder? Ja. Also es ist halt so, dass... Keine Ahnung, male ich euch das halt auf. Das ist halt so... So... Also hier, das ist so jetzt der Uterus, ja? Sieht ja aus wie ein Schafskopf. Also ein Schafskorb. Und dann so. Und dann kommt halt quasi hier so die Kappe rein. So, und da schwimmen halt diese Spermatotonviecher, die schwimmen halt dann hier so rum. So. Das ist klappt. Verstanden? Sieht gut aus. Ja. Aber wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also Annonce. in In der der Zeitung. Aber das habe ich dir auch schon mal erzählt. erzählt. Aber in welcher Zeitung eigentlich? Eltern? Eltern? Die Mama. Fachzeitschrift. Warum Eltern. bist du denn Eltern jetzt? Ja. Weil ich habe über die Möglichkeit nachgedacht. Das ist seine Sache, was er liest. Und Auch. warum machst du das? Also, Warum liest denn du den Kicker? Du spielst auch keinen Fußball. Und wie viele Typen habt ihr euch da angeguckt dann? Ich glaube 16. Okay. Und haben uns dann entschieden für Momo. Und Momo wird jetzt Vater sozusagen. Momo wird nicht Vater. Ich spende Samen. Ja. Das sind ja irgendwie zwei verschiedene Sachen. Ja. Ja, aber ihr seid ja zwei Mütter. Da Ja, ist aber auch es ein gibt, Vater. halt, es gibt ja keinen Vater. einen biologischen Vater gibt es. Ja, Ja, meine ich, einen biologischen Vater, ja, klar. biologischen Erzeuger nennen wir das halt lieber. Und Also haben wir wenn jetzt das einen Kind Vertrag jetzt mal wissen will, wer sein biologischer Vater ist, noch. Will es nicht wissen. Ich finde das Ganze eigentlich total normal. Zwei Frauen können einfach gar nicht anders ein Kind kriegen. Und da muss man halt irgendwie was erfinden. Was hast du daran ja, eigentlich hat nicht ja auch verstanden? niemand. Ich habe doch alles verstanden. Hat ja auch niemand was dagegen, dass ein Rollstuhl erfunden wurde. Was? Willst du Ja, jetzt sagen, wir sind weil behindert? Leute, nein, aber Leute, die nicht gehen können, können halt jetzt rollen. So, ist doch super. Super Erfindung. Super Erfindung, Samenspende für zwei Frauen, die halt so keine Kinder kriegen können zusammen. So. Warum habt ihr eigentlich nicht uns gefragt? Ja, das, Also zum Beispiel bei Tobi, das wäre ja, aber das ist also Was? wirklich eigenartig. Das ist ein bisschen wie Inzest irgendwie. Und dann, Quatsch. doch. Das wäre einfach, du wärst mit dem Kind auch blutsverwandt. Das wär Ja, doch aber er super. wäre halt auch der Papa. Ne? Ey, jetzt Und hör dann mal würde auf, das ey. wär so ein Wieso- bisschen, ich will Onkel werden Ja, er und will nicht das auch Papa gar auf nicht. einmal. Und sie wäre Tante Und Ja. von außerdem, ihrem Kind. ja, eben. Das ist doch ein bisschen, ja, genau. Das ist eigenartig. Und bei dir ist es halt auch. Immerhin. Das ist so ein, Sie deine wäre Kinder. Tante von dem Kind? Natürlich, wenn er der wieso Vater wäre, wäre ich ja Du die wärst Tante. höchstens biologische Tante von dem Kind. Ja, aber trotzdem, nee, das. Also, oder Ken, warum ist Ken nicht der Papa? Ja, genau. Warum du mich kennen? weil es irgendwie. Da haben wir jetzt nicht so. Ja, Nicht also so okay, also ihr wollt einen Papa haben, der sozusagen anonym Das war jetzt nicht ist. böse gemeint, ey. Was ist jetzt los? Guck mal, wenn das Kind... Können wir jetzt vielleicht mal das Thema wechseln? Ja, will noch jemand Chips? Na, yes we can. Nee, ich meine jetzt mal ernsthaft. Ja. Ken spielt gut Fußball, super sportlich. So, das meine ich zum Beispiel, weißt du, du hast Ja, kennst du. Hallo?
Sofort wieder, ja? Hallo? 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 Ich verstehe dich grad nicht. Hallo? Ja, es ist besser. Hey, hau, Katapult. Was geht? No, okay. Ja? Ja, hier ist es irgendwie auch voll lustig. Die Nachbarn von unten, ne, die mit dem fettnäslichen Kind, die waren schon 3-mal hier oben, weil es denen irgendwie zu laut ist. Aber Also, ich meine, ja, wir sind nur zu 6, aber ja gut, vielleicht sind wir schon ein bisschen toll. laut. Ja, ist uns auch voll lustig. Ja, bei uns auch schön. Ja? Oh, Gott sei Dank, es freut mich voll, weil ich fand Sag die mal. mit dem Fluss auch super. Hm? Warum hast du Charlie Momos Nummer gegeben? Momos Nummer. Ja, die habe ich Charlie gegeben. Findest du nicht so gut? Weißt du, ich dachte mir, dass es vielleicht gut ist, wenn ihr euch ein bisschen besser kennenlernt und wenn du auch ein bisschen entspannst. Ja, aber ich bin ja jetzt nicht entspannt. Nee, so meinte ich das auch gar nicht. Ich dachte, wir wollten es halt irgendwie mehr so Privat halt? Privat, ja klar. Vater zu werden. Privat. Ja, ja. Biologischer Papa. Man kann doch nicht so ausblenden, Ja. dass das Kind... Ich denke halt irgendwie wegen der Potenz und wegen dem Potenz. Was? Ich meine, es kann ja auch sein, dass das Kind halt einfach irgendwie mit 18 vor deiner Haustür steht und irgendwie sagt, hier bin ich so. Verstehst du, was ich meine? Ich denke, du kennst dich halt mit allem total aus. Du weißt, wie das irgendwie funktioniert und du bist aber gar nicht dabei. Also natürlich dann schon, aber... Und ich meine, du kannst doch einfach gehen. Aber ich will ja gar nicht gehen. Ja, nein. Nein, das weiß ich auch, ja. Du weißt gar nicht, was ich meine, oder? Nee, nicht so richtig. Katschingistan. Ich bin gerade echt zu betrunken für das Gespräch. Hört sich gar nicht so betrunken an. Ich habe so das Gefühl, wir haben nicht ausgemacht. Du weißt, das Mädel hat sich irgendwie so viel Mühe gegeben und jetzt kommt auch noch ein Überraschungsgast und ich weiß aber gar nicht, wer das ist. Wer ist alles da? Helene, Maria, Katrin und Fessi. Du, ich komme sofort. Warte mal. Ich muss erst einmal wieder reingehen. Ja. Du hast ganz viel Spaß und ich melde mich bei dir, ja? Echt? Ja? Also Kenny hat ihn unterschätzt, ey. Super. Und das müsste... Das ist ja geil. Echt? Ja, wo denn? Salt and skin leave a trace through the dark as she is crawling. Come on over to my place. I wanna see the curtain falling. She's on my mind, the sweetest kind forever. Hey, she goes all the way. Hey, she goes all the way. I await the heat and the pain. Sticks and stones will break my bones.
feel you running through my veins. Keep your shadow dark till dawn. He's on my mind, the sweetest kind forever. Hey, she goes all the way. Hey, she goes all the way. She's on my mind, the sweetest kind forever. She goes all the way. Hey, she goes all the way. Hey, she goes all the way. Hey, she goes all the way. All the way. Hey, she goes all the way. Anne Müller. Und deswegen will ich Honig herstellen, also mit meinen Händen. So. Und da geht es für mich nicht um ein Bioprodukt für die Leute, sondern um diesem Phänomen Bienenvolk gerecht zu werden, also diesem Naturwunder. Weil Ja, und da das Gehirn ein sehr dynamisches System ist, kann jeder Ablauf einen anderen stören. Und kleine Augenbewegung oder irgendwas ist das sofort ausgehoben werden. Ich glaube, das habe ich jetzt einfach echt in der Lena gefunden. Und das ist echt einzigartig, finde ich. Ja. Weißt du? Bis der Pilzbefall kommt, wie beim Bienenvolk. Und dann... Gut. Naja, klar, die Gefahr ist immer da. Also eigentlich ist es, ja klar, du verliebst dich, du hast einen wunderschönen ersten Sommer, du fährst in Urlaub, du planst Zukunft, du ziehst zusammen, du heiratest, du fährst in die Flitterwochen, dann kommt der Alltag, du lebst eigentlich nur noch zusammen wie zwei Geschwister und betrügst dich, ja. Aber ich glaube nicht, dass das bei uns so kommen wird. Also, weil ich habe sowas bis jetzt noch nicht gehabt. So. Also, und wenn, dann glaube ich, bei mir kommt auch bei Lena eigentlich nicht. Also gut, ab und zu zum Beispiel die hat mir jetzt zum Beispiel auf zwei SMS nicht geantwortet, aber dafür haben wir telefoniert und die ist halt einfach ganz anders. Und ich glaube, dass das jetzt nicht ein schlechtes Zeichen ist oder so. Und wenn es so kommt, so... Ja, an einem Sommertag im August denkst du auch nicht, dass es nochmal minus 15 Grad wird. Kann jeder Ablauf einen anderen stören. Das heißt, es ist die gleiche. Anne Müller. Das Ergebnis wird ja schon super rausrechnen. Siehst du, und genau deswegen habe ich damals abgebrochen. Das ist genau der Grund, warum ich nachts dabei bin. Die Auswertungen sind einfach geil. Ich mag solche Aufstellungen, solche Kategorien von. Das ist zu theoretisch. Nee, das ist nicht theoretisch. Oh, Kata. Ist alles in Ordnung? Drei Wörter, wenn die Polizei dich anhält. Alles okay? Kann man fahren? Wir singen. Wir singen.
Lulu ins Wasser, Kaka in die Box. Probier doch wenigstens einmal. Das ist echt super italienische Salat. Nein. Komm, ein Stück. Anne Müller. Das hilft. Anne Müller? Anne Müller war bei Katha und Charlie in der Klasse. Nee. Wirklich? Da haben die so eine Party gemacht und die Katha, Ja? die hat sich so zugesoffen. Mit was denn? Mit Likörchen. Oder war es Schnaps? Mit schwäbischer Schnaps, weil die Eltern, die kamen aus Schwaben. Ah ja. Und dann Das ist ein Ding. war die Katha so gesoffen und die hat der Anna Müller die ganzen Schuhe vollgekotzt. Nee. Die Anne Müller, die ist mit den Schuhen noch bis zur Tankstelle gelaufen. Tobi, gib mein Handy. Wie krass. Mein Handy. Ja, was ist drin? Sag mal, Ken, woher kanntest du jetzt die Stripperin nochmal? Die habe ich in der Cocktail Beach Bar kennengelernt. Ich saß da an der Theke, habe einen Pilz getrunken und dann kommt die an, setzt sich neben mich und fragt, ob ich einen Sex on the Beach will. Wie jetzt? Echten Sex on the Beach oder den Drink? Erstmal das Getränk. Nee, aber es war wirklich ein richtig geiler Abend. Also sie hat mir dann ihre ganzen Kollegen vorgestellt, vor allem die Kolleginnen natürlich. Und seitdem bin ich mit den ganzen Mädels befreundet. Und die nehme ich eigentlich überall hin mit. Ja, also wir waren auf Malle und da haben die eine Yacht stehen. Und damit fahren wir dann die anderen Inseln ab. Aber im Grunde genommen auf Malle brauchst du gar keine Yacht, sondern da legst du ein Handtuch aus, cremst dich ein bisschen ein. Und dann kommen die von alleine. Ja. Also bei mir ist es so, kaum habe ich den rechten Arm eingeklemmt oder den linken, dann geht's los. Und ja, kann ich da gerne mal mitnehmen. Das habt ihr jetzt nicht wirklich geglaubt, oder? Ja, die Silvia, mit der habe ich mal studiert. 2 Jahre Psychologie. Die schreibt gerade ihre vorgezogene Doktorarbeit. Das ist eine richtig intelligente Frau. Die macht das mit dem Strippen nur nebenbei. Nur zu eurer Info. Übrigens, Katha, die müsstest du auch kennen. Die war auf meinem Geburtstag. Hm. Nee? Alle unsere Kommilitonen kennen die. Alle, du auch. Du musst dich daran erinnern. Aber damals warst du ja auch schon so blau. Tobi, Lena. Oh, cool, danke. Sag Bescheid, wenn Jana schreibt. Anne Müller. Anne Müller. Anne Müller. Anne Müller. Anne Müller. Anne Müller. Was ist los, Kapi? Brauchst du einen Schuh?
Wir haben uns irgendwie nichts mehr zu sagen, ne? Wir haben uns alles gesagt. Halt schwierig, ne? Nein. Mir geht momentan so viel ab irgendwie. Bei dir ist halt alles gleich seit allen Jahren. Gleiche Frau, gleiche Kinder. Das stimmt doch gar nicht. Gleiches Haus. Klar, du hast sogar noch die gleichen Schuhe. Ja, das ist auch nicht immer einfach. Du, ich will auch manchmal alles einfach nur hinschmeißen und mach's dann nicht. Und das braucht auch Kraft, ja? Siehst du, das meine ich nicht. Ich weiß nicht, was du willst und du weißt nicht mehr, was ich will. Wir haben uns halt auseinanderentwickelt. Ich weiß schon, was du willst. Du willst einfach nur glücklich sein und ein schönes Leben und zufrieden sein. Dann verstehe ich nicht, warum du versuchst, es zu torpedieren. Gehört, was du gestern zum Momo gesagt hast? Ich will ja nicht torpedieren. Ich will einfach unterstützen und helfen und vielleicht die ein oder andere richtige Frage stellen, die euch ein bisschen dabei unterstützt, irgendwie was zu klären. Stellt euch das so simpel vor, so wird es aber nie sein. Und wenn der Typ schon bei meinen Fragen schlapp macht, dann ist er auch bestimmt nicht der richtige Papa. Ja, aber ich will ja kein Kind mit Momo, dass du das nicht kapierst. Du wirst aber eins mit Momo haben. Das ist, was du nicht kapierst. Und es wird für immer so sein. Was ist denn eigentlich mit Ken? Ich geh mal kacken. Ja, was ist eigentlich mit mir? Ich muss wirklich mal kacken. So. Schau mal die Kiste. Ist hier jemand auf Toilette? Ja, ich. Krampf. Liegt da ein Öffner? Nee. Jungs, kommt
Guck da mal raus. Die kackt da. Schatz, kannst du mir mein Handy geben? Sag mal, Katha, Ja, weißt du, wo der Korkenzieher ist? keine Ahnung. Sorry. Ich hab ihn! Ah! Scheiße. Hey Jana, ich geb dir die mal. Katha? Ja. Jana. Tobi, du musst hier nicht stehen bleiben. Entschuldigung. Hallo. Oh, Mann, ey. Katapult. Ich bin schon wieder so betrunken. Nee, bleib. Blödes Röllchen. Ich rede gerade nicht mit dir, ne? Nur diese blöde Klorolle, die macht einfach nicht, was ich will. Oh, du weißt nicht, was wir hier für Scherze Land. Das ist echt. Ey, ich glaube, es war noch nie so komisch in meinem Leben. Echt sauwitzig und laut. Laut. Und soll ich dir was sagen? Ganz ehrlich, in meinem Kopf, da knallt's. So, und jetzt. Oh, ich hab mir. Aber eigentlich bin ich total stinksauer. Weißt du, wer der Überraschungsgast ist? Susan. Ey, ich meine, was sind denn das echt für Freundinnen, oder? Ich meine, das ist doch mein Junggesellinnenabschied. Wieso verderben die mir den so? Ich meine, wie oft hat man Junggesellinnenabschied im Leben? Einmal? Zweimal? Aber mehr noch nicht. Ich muss echt mit denen reden. Ja, du hast recht. Ich werde mit denen reden. Weil ich meine, die wissen doch ganz genau wissen die, was ich wegen, also was wir wegen der durchgemacht haben. Ne? Aber, Katschinke-san, du wärst so stolz. Du wärst richtig stolz auf mich, weil weißt du nämlich was? Ich habe noch kein einziges Wort habe ich mit dir geredet. Gar nicht. Einfach nicht, ne? Na gut, ich meine, es ist echt als ewig her. Und es ist vielleicht ein bisschen kindisch, ja. Naja, aber ganz ehrlich, du, mir egal. Ist mir so sowas von wurscht, Piepe, weil, nicht, einfach nicht mit mir. Und ich meine, das ist doch komisch. Also ich meine, ich finde es auch für dich echt komisch, weil ich meine, das ist unser Bett. Nee, unsere Wohnung natürlich, ne? Ja. Ach Gott, Schinkenstein. Ich weiß gerade echt nicht mehr. Du, ich meine, wie die auf die Idee kommt. Wie die echt auf die Idee kommt, hierher zu kommen, ne? Wie die den Mut hat, hierher zu kommen. Okay, es sind 7 Jahre vorbei, aber ganz ehrlich, weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ganz ehrlich, die ist durchgedreht. Und noch ehrlicher glaube ich, alle sind durchgedreht. Kathi, Marti, Vati, Leute, wieso bist du denn nicht hier? Weißt du, wenn du bei mir bist, dann bin ich einfach gut. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Hörst du? Weil, okay, ja, die sieht noch wirklich krass gut aus, aber
Ich hab so viel lieber dich. So viel lieber. Hörst du? Wirklich, mach dir keine Sorgen. So! Und jetzt mach ich Schluss. Also ich leg auf. Die blöde Bitch steht schon die ganze Zeit vor der Tür und muss pissen. Alles okay? Susan ist bei uns zu Hause. Die Bitch? Ja. Werden die eingeladen? Ja, das ist Freundin. Was sind das für Freundinnen? Ja, keine Ahnung. Heute ist kein Fleisch drin, es sei denn, die schneidet mich noch. Nicht mal in den Pasten? Was ist denn los? Susan ist jetzt bei Jana zu Hause. Die Bitch? Die Bitch. Ja. Die Freundinnen haben die eingeladen. Warum das denn? Weiß ich nicht. Was sind das für Freundinnen? Keine Ahnung. Wer ist denn diese Susan? Mit der war Jana irgendwie quasi noch zusammen, als Kathi und Jana zusammengekommen sind, irgendwie noch ein halbes Jahr. Und die konnte echt nicht loslassen. Und Pass auf, Katha war mit Jana zusammen und ein Jahr lang hat die noch. Lief da die ganze Zeit noch was. Ständig SMSen. Also hat einfach. Ich stalk die ganze Zeit. Ja. wer lädt die denn ein? Freundinnen. Was sind das für Freundinnen? Die hat am Ende sogar die Katha bei Facebook bedroht. Die hat mich nicht bedroht. Die hat dir gesagt, du sollst nicht auf das Konzert gehen. Ja, aber die hat mich nicht bedroht. Aber das ist ja krass, dass die dann eingeladen wird. Und ihr kennt die? Ja, nicht persönlich. Nee, Kennst du die persönlich? Nee, gesehen habe ich die auch noch nicht. Von Facebook. Und wie sieht die aus? Naja. Ich finde, die sieht nicht gut aus. Danke. Aber was sind das für Freundinnen, die sie einladen? Brauch keinen Scheiß. Guck mal, die Jana kann auch nichts dafür, dass die Susan auf einmal auf der Party aufgetaucht ist. Da passiert nichts. Ich würde für euch beide echt die Hand ins Feuer legen. Auch für mich, wenn ich betrunken bin? Ey, das war nur ein Knutscher, ist wie beim Flaschendrehen. Tut mir übrigens noch mal leid, dass ich dich damals an den Baum gebunden habe. Ist schon okay. Voll Angst, dass der abspringt nach gestern. Der Momo? Hm. Nee. Das war genau das Richtige, ihn mitzunehmen.
Meinst du, der weiß, worauf er sich einlässt? Naja, aber wer weiß das schon? Das weißt du doch auch nicht. Das ist halt echt für immer, ne? Für immer, immer. Und du lässt dich echt ja gleich direkt auf 2 Leute ein. Das finde ich echt gut. Meinst du, der kann kochen? Ja, klar. Hauptsache los! Nicht los! Nicht los! Renate, echt ohne mich. Jana hat einen Prima-Club und es ist ihr Bett. Auf gar keinen Fall! Das ist vielleicht das letzte Mal, dass wir das jetzt so machen können. Dafür sind wir alle da. Das schmeckt ja super. Du musst es mit dem Meer natürlich probieren. Mit dem Meer. Ich hab ja gesagt, er kann kochen. Wobei Wein hätte ich auch gerne. Wein. Danke. Wie im alten Rom hier. Jo, ich nehme auch was. Das schmeckt ja gut. Und einfach so reindippen? Ja. Einfach so reindippen. Genau, oder mit den Händen oder wie immer es in den Mund kommt. Hier so eine Selleriestange eignet sich ganz gut. Nein, muss ich gemütlich machen. Und ich kann auch mal Also auf wirklich Fleisch gut gemacht. verzichten. Momo. Wirklich gut. Schön, wenn es dir schmeckt. Ey, du bist ja echt hier voll zum Vegetarier geworden, ne? Zumindest seit heute Mittag. Frikadelle oder Schweinshaxe? Auch Schweinshaxe. Okay. Ein bisschen Nachtisch, wenn du willst. Das Brotmesser kannst du nehmen. Ist das Honigmelone oder was ist das? Ja. Ja, ich nehme ja gleich mal. Du hast Dip an der Wange. Was ruhig, steht dir ganz gut. Also. Das ist ja auch eine ordentliche Stange. Das kann doch gar nicht sein. Ich kenne auch noch auf die Luft. Das gleiche in der Nähe. Okay, Ich bin echt raus. Kann ich noch hier bleiben, wenn du nicht mehr mitgehst? Zum Reden. Wir gehen ins Loop. Okay, So, vamos a la playa. So, ihr müsst ein bisschen leise sein im Treppenhaus. Aber zacki, zacki, zacki. Echt ein bisschen leiser, ja? echt mal. So. Wie mal die Luft sehen. Ja, komm, raus. Viel Spaß! Nee, echt, psst, ihr müsst echt leise sein. Du musst sofort gehen. Das krieg ich dich ja nicht. Kann ich noch ein bisschen Wein bitte Ja, im haben? Grunde genommen so wie Snowboard nur auf dem Wasser, wenn du so willst. Ich nachher mal gucken. Doch, wir haben Frauen melden. Ach, da ist so cool. Was hast du denn? Da, Ja, du vom hast so ein Loch. Basketballkorb. Ja, guck doch mal, du hast an deinem T-Shirt so ein Loch. Ach so. Na gut, du hast Ich auch könnte noch. fast deine Nippel. Und? Man darf. Oh. Ah, siehst du das? Ui, macht ein schönes Spielchen hier. Ken. Ich wollte eigentlich Kati schreiben. Ja, genau. Ich habe auch Ken gelesen. Ja? Ach so, ich habe es gar nicht lesen können und ich dachte, es heißt K-Ken.
Ich hab K-A-C. Kraken. Soll ich mal Wein? Nee, nein, ich will nichts mehr trinken. Ich will nichts mehr trinken. Was hättest du gemacht, wenn ich gegangen wäre? Keine Ahnung. Zählt es gar nicht, dass ich nicht mit dir sprechen will? Nee. Du bist echt wie eine Krankheit. Ach, ja. Tja. Ja, ich weiß, manchmal fühle ich mich bei dir so, als wenn ich ansteckend wäre. Ja. Tja, das bist du auch echt. Oh. Was willst du eigentlich hier? Aber du lachst nicht, wenn ich dir erzähle? Ich habe dir was mitgebracht. Ein Traumtagebuch. Was? Seit einem Jahr ungefähr träume ich fast jede Nacht von dir und irgendwann habe ich angefangen, das aufzuschreiben. Das ist so psycho. Das ist so krank. Und das lese ich ganz bestimmt nicht. Es ist dir irgendwie schon klar, dass es wirklich kein guter Augenblick ist. Na, irgendwie muss ich es ja versuchen. Was musst du denn versuchen? Naja. Mama, und warum brauchst du jetzt 10.000 Euro? Er will doch eine Imkerei aufmachen. Ich? Ja. Aber da braucht man keine 10.000 Euro, da braucht man 2.000. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Stimmt. Ich habe hier fast nie empfangen. Wofür brauchst du den Rest? Ich war 7 Jahre mit der besten Frau der Welt verheiratet, die mich ein Jahr lang mit meinem besten Freund betrogen hat. Und das Haus war angezahlt, der Kredit bewilligt. Und wenn du bei der Bank da rauskommen willst, dann zahlst du Vorfälligkeitsentschädigung. Und das ist ein Haufen. Wolltest du Kinder mit der? Ja. Jetzt? Jetzt? Jetzt habe ich die Stimmung gekehrt. Nee.
ist immer nur wahnsinnig langweilig. Dann kann ich ja schlafen. Nacht. Gute Nacht. Voll traurig, ne? Mhm. Das ist jetzt einfach nicht dein Ernst. Ja, meinst du, mir fällt das leicht, nach der ganzen Zeit hier einfach so aufzutauchen, so ganz alleine und das alles irgendwie von dir abhängig zu machen, nachdem du mich verlassen hast? Tja, aber du hast doch provoziert. Ja, aber nicht jeder ist so mutig wie du, Jana. Und das fällt dir jetzt auf? Ja, es hat ganz schön viel Zeit vergangen. Und ich habe jetzt verstanden, was du damals wolltest und wie du das gemeint hast. Und ich kann das jetzt und ich will das und ich mache das. Und tue da echt mein Bestes. Das ist irgendwie. Jetzt kann ich. Bin jetzt auch wieder voll wach. Ich auch. Wir können die Zeit ja irgendwie nutzen. Mhm. Wie meinst du das jetzt? Nix. 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 Nicht wirklich. Doch. Okay. Peinlich. Nein, ist nicht peinlich. Nee, ist nicht schlimm. Doch, Nein. Hey, ich habe halt noch nie gedacht, dass es ein Thema zwischen uns ist.
Bin ich jetzt wie all die anderen Frauen? Nein. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich wusste, dass du den Trick bringen würdest mit dem Weggehen. Hast du damals schon mal gemacht. Das hat sich gar nicht verändert. Ich jetzt schlafen. Legst du dich nur neben mich? Aber nichts anderes, okay. Hey, das ist mein kleiner Bruder, mein bester Freund und das Abspann. Wenn zukünftigen Kind ist auch so, nee. Geht's jetzt? Okay, es geht. Just. Wo sind die Autoschlüssel? Was war denn das jetzt? Vater. Jana, geh mit. Jana, du setzt dich jetzt mit Sicherheit in kein Auto. Ah, ich hab noch kurz meine Mann, Jana, jetzt warte mal. Gib mir die Schlüssel. Ich bin nicht so betrunken. Du bist so betrunken. Gib mir bitte die Schlüssel. Jan. Pass mal auf. Ich verspreche dir, ich rufe dich nicht mehr an. Ich träume nicht mehr von dir. Ja? Wenn du bitte nicht dieses Auto fährst jetzt. Ich fahr dich hin. Was ist das denn für ein Scheiß?
eine Garage auf eBay, da hätte doch ein Porsche drinstehen können. Guck mal. Ich habe für dich abgeklebt. Kannst du mal einen Moment aufhören zu heulen und mal sagen, wo wir lang müssen? Nur mal ganz kurz. Ich hab meine Füße vergessen. Ah! Zack! Steht da, man darf nicht durchfahren. Wir fahren jetzt da durch. Hier ist ein Bauernhof und da, guck mal. Das ist mein Auto und wir fahren jetzt da. Ich muss jetzt dahin. Weißt du was? Ich sage dir, da vorne kommen wir nicht weiter. Bis da vorne kann ich fahren und dann ist da ein Feldweg. Weißt du was? Du kannst auch aussteigen. Ich kann auch aussteigen, ja. Ja, dann steig bitte aus. Ja. Ich glaube, wir hätten vorne rechts gemusst. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Tatsächlich, vorne rechts. Ja, also ich meine, das Vorwerk war schon richtig, aber danach sind wir einfach, glaube ich, falsch gefahren. Ja. Du, ich finde das eigentlich ganz schön hier. Guck mal, da vorne kommt ein Wald. Ja, aber ich glaube, wir sind nicht mehr richtig. Da fahren wir mal hin. Nee. Dreh das Handy doch einfach mal um. Ja. Nee, das ist nicht richtig. Boah, ey, es gibt Leute, die können so schlecht Karten lesen. Ich finde es jetzt nicht mehr witzig, wirklich nicht. Ach, weißt du was? Wir fahren einfach den anderen Feldweg da vorne schräg rein. Nein, wir müssen zurückfahren und dann wieder rechts. Katha, bleib bitte stehen. Katha, warte mal. Warte. Katha, bitte bleib mal stehen. Ich verstehe, wenn du das jetzt alles nicht mehr machen willst. Mann, das ist doch gar nicht der Punkt. Guck mal, wir hatten eine Anleitung für den ganzen Kram, fürs Leben. Wir machen Fehler. Ich hab dich jetzt ein bisschen kennengelernt und du mich und Katha. Mann, du bist gut, so wie du bist. Warum willst du das machen? Wegen der Kohle? Ich weiß es nicht, Katha. Ja, ich will meine Bienen. Aber ich will auch, dass dein Leben komplett ist. Also so, was du unter komplett verstehst. Für dich. Okay? Okay, dann machen wir das jetzt. Ja, okay. Okay.
Hallo. Die hat nichts gemacht. Die hat wirklich fast nichts gemacht. Kater. Kater, wart mal. Hey, Kater! Kater! Hallo. Hallo. Was macht denn jetzt? Kathi, die lässt los. Die lässt immer gleich los, wenn irgendwas schwierig wird. Jana hält aber ja gerne an Dingen fest. Macht die jetzt Schluss oder was? Ja, die macht Schluss. Ja, aber doch nicht wegen so einem Scheiß! Jetzt sag doch mal ehrlich, macht die Schluss? Nein, ach, was weiß ich. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich will nichts hören. Gar nichts. Ich auch nicht. Hey. Noch 2 Züge, komm. 1. Deine Hand. Komm. Die Hand. Kein Geschäft. Komm, du schaffst es. Super. Und jetzt. Auf 3. 1, 2, 3. Hoch. Nichts hören. Nee. Nee, oder?
Nur so ein bisschen üben, aber. Tobi hat sie beigebracht. Wirklich, jetzt hier erst. Ja. Super, ne? Oh. Eine Fahne, sag mal. Ja. Habt ihr noch was zu trinken? Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, ich alle das Trippen. Was machen wir? Fahren wir nach Hause. Kommst du mit? Meine Badewanne fertig. Ist kalt. Ich hab keine Was? Luft.